Willkommen zurück zu Vampyr. Wir gucken mal, was wir jetzt noch alles zu tun haben. Vor allem wollte ich mir jetzt noch einmal die Bewohner hier anschauen. Einen davon soll es ja nicht so gut gehen. Ja, die sind alle gesund. Ja, der hier, ne? Ja, Erschöpfung. Der Dyson Staubsauger. Ja, da machen wir den doch mal was gegen Erschöpfung. Mit näher auf unser Zimmer. It's locked. Ich wollte nämlich noch die... Ja, ich wollte noch die Skills ein bisschen nach oben treiben. Und dann können wir auch gleich die Waffe verbessern. Was leuchtet denn da? Das sind Lichteffekte. Okay. Ja, hatten wir doch schon. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Also einmal ein Mittel gegen Erschöpfung. Das ist Bronchitis. Vergiftung. Das hier. Ja, haben wir auch genug. So, dann haben wir jetzt eins. Oder? Gehe ich doch mal von aus. Wo ist unser Inventar? Strom und Inhaltsstoffe. Handlung. Habe ich jetzt sogar zwei. Ja, super. Naja, können wir immer gebrauchen. Denke ich zumindest. Okay. Wollen wir jetzt mal ein paar Erfahrungspunkte verteilen. Wir haben 1115, das ist schon mal gut. Ja, was wollte ich denn noch mal machen? Zum einen, ja, das hier könnte man vielleicht noch mal hochtreiben. Ah, 1300, das ist natürlich viel. Aber er halt dann auch mehr. Muss ich noch mal jetzt gucken wegen der Ausdauer. Das wäre nämlich das zweite gewesen, was mich interessiert. Gesundheit, Blut, wo waren das? Wo war das denn mit der Ausdauer? Hatte ich nicht schon irgendwas zu... oder irgendwo... ich weiß nicht. Aus Gesundheit... ach, das hier, ne? Ja, genau. Wie teuer ist das nächste? 600? Ne, nur 300? Okay, das ist gut, das geht. So, jetzt haben wir noch 1600. 1300. Ja. Ja, das ist ein wichtiger Skill eigentlich. Also sind wir da 9. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ist das der Level oder? Wir haben jetzt 9 Sachen geskillt, oder? Wie darf ich das verstehen? Ja, das muss jetzt erstmal reichen. Gut. Krankheiten. Je mehr Leben du nimmst, desto schlechter steht es um einen Bezirk. Wenn der Gesundheitszustand eines Bezirks unter der kritischen Grenze fällt, versinkt der Bezirk Chaos. Du entscheidest über das Schicksal eines Bezirks. Ja, der lebt noch. Dem werden wir jetzt erstmal das Mittel geben, den Dyson. Okay, der ist tot. Und irgendeinen hatten wir noch umgebracht. Genau den hier. Stütze. Ja gut. Dann suchen wir den mal auf. Wie kommen wir denn da eigentlich hin? Man macht das erstmal hier weg. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Eine Markierung. West End, North Docks. Der war North Docks, oder? Müssen wir da jetzt hinlaufen? Da gibt es doch irgendwie eine Schnellreise. Der ist doch in den North Docks, oder? Die Docks. Ja, irgendwo in den Docks. 30% Verlust der Blutqualität.
Ja gut, hoffentlich ist das jetzt nicht zu weit weg. Irgendwo in den Docks. Ja, da müsste man eigentlich recht schnell hinkommen, wenn wir hier lang gehen irgendwie. Ja, hier müssen wir glaube ich hin. Hier irgendwo. Ich mache da mal eine Markierung. Gut. Verlassen wir jetzt kurz das Krankenhaus, gehen da hin, bringen dem das und dann gehen wir schnell zurück. Ach, ja. Ich weiß, was ich vergessen habe. Die Waffe, die Waffe, die Waffe. Ja. Ich bin immer noch ein bisschen am Überlegen. Ah ne, das ist glaube ich die Sense nicht. Ja, die beiden sind natürlich... Ah, ich bleib bei der Säge. So, komm. Wie geht das denn jetzt? Ja. Das ist natürlich beides. Punkte. 82 haben wir dann. Ja, wir wollen mehr Schaden. Auf 3 können wir die auch schon bringen. Oh, das können wir dann nicht mehr machen. Ja gut. Dann haben wir jetzt eine hoffentlich deutlich bessere Säge. Und schauen wir weiter. Auf dem Weg werden wir sicherlich ja noch ein paar Sachen finden. Wieso habe ich schon wieder 2 Markierungen? Habe ich denn ja noch was markiert? Hier. Und wo ist denn noch was? Da oben. Oh. Das kriege ich auch nicht weg da oben. Ja, was ist das denn? Das ist da oben eine Markierung. Okay, jetzt ist er weg. Ja, wo ist die andere hin? So. 257 Meter. Wollen wir mal schauen. Müssen wir irgendwo hier rauskommen? Ah, da geht es wieder durch den Garten, oder? Laufe ich überhaupt richtig? Nicht wirklich. Ich könnte hier natürlich einmal außen rumlaufen. Boah, Junge. Okay. Na, jetzt hier hoch. Dann da lang, oder? Ist das hier? Ja, komm. Also manchmal ist die Steuerung ein bisschen komisch. Das ist gut. Noch ein paar Sachen. Sind wir noch richtig? Ja. Ja gut, dann denke ich, dass ich in etwa weiß, was es angeht. Olaf for Walk. Hier waren wir noch nicht, ne? Hä? Irgendwie war das Laufen eingerastet.
ist das denn hier? Oh, kann man nicht rein? Schade. Oh. Ja, die ging jetzt eigentlich. Hier weiter. Jupp, und dann über die Brücke. Hat etwas fallen gelassen. Und der? Ja, doch auch, ne? Jupp. Neues Album. Da stehen noch zwei, aber sehe mich irgendwie nicht. Naja, wir müssen ja eh hier lang. Können wir hier noch mal reingucken? Müll durchwühlen, Armband. Eine rostige Pillendose. Oh. Hm. Ja. Ah, die blockieren da die Brücke. Warte mal. War da jetzt nichts drin? Ah doch. Aber auch noch ein bisschen was halt zu zeigen. Ja gut. Ja, das ist immer so, hier ist so viele Sachen am Leuchten, aber das ist so ein Großteil in der Beleuchtung. Ja gut, weiter. Easy does it, boys! Dass die man sich mit sich rumschleppen. Schillinge kann ich ja noch verstehen, aber den Rest. Na ja, gut. Da ist noch. Oh, da oben auch. Ah. Was? Ja, der hat mich natürlich da um die Ecke gesehen und direkt angegriffen. Jo. Und ich höre wieder ein Baby. Weiß Gott nicht, was noch alles. Wird mal, glaube ich, langsam Zeit für die Sinne, oder? Ja, weit und breit niemand zu sehen, offensichtlich. In the meantime, the boys are waiting for Was ist das? Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reid, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Erstmal noch weiter ausfragen. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that.
But, nah. You've been a soldier, I can respect that. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Da haben wir noch keine Hinweise. Goodbye, Mr. Digby. Quatschen wir mal die an. Good evening, miss. I am Dr. Reid. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Ja, garantiert. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. Are you aware of what happened to him? Yes. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. The boys will mourn him. Except one of them, maybe. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. I'm not that easily shocked, Miss Cox. You can speak freely about your lover if you so wish. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me.
Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reid, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Ja, alles will ich jetzt nicht sehen. Naja, ich brauche nichts. Gut, dann ist das hier, ist das die Frau von dem, den wir umgebracht haben? Ist der auch Cox? Jo, den wir getötet haben. Das ist die Frau von dem. Pleasure, sir. Been a while since we've seen any new faces round here. Hey, ich habe ihren Mann getötet. Hey. Na gut. War das die Bar? Ich glaube, das war die Bar. Ja. Ah, da ist er. Da ist er doch. Am Good Essen. evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as Ach well. so, diesmal ist er. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Drücke E, um den Gesundheitszustand des Bürgers zu kontrollieren. Die Heilung eines Bürgers verbessert seine Blutqualität und belohnt dich mit EP. Außerdem verbessert sich der Gesundheitszustand des Bezirks. Mit E. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Ja. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Haben wir hier noch neue Fragen? Ja, Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believe that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reid. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. Ja. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Haben Sie noch Kontakt? Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Ja gut, dann... Hier war noch What was. do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more.
Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Das ist auch mal eine Don't you work at all? Grund, I'd zu love trinken. to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. Ja, Gott. Ja, sehr schön. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Jo, soll mal All fortfahren. right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it, and now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Interessant. Achso, neue Untersuchung. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except Hatten for wir das the nicht cheap schon? drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. Why are you so cynical? Aber das hatten wir nicht. Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Ja, das hatten wir doch schon. Haben wir noch was? So leuchtet das hier überall. Ach so. Goodbye, Okay. Mr. Delaney. Ja gut. Dann haben wir hier jetzt auch zwei Quests. Die Totengräber. Ja, dann sind die Quests wahrscheinlich, sollten sie theoretisch einfacher sein, weil das der erste Bezirk ist. Dann können wir das doch mal machen. Den Ort finden. Gut, aber ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis später.